Ich bin auf der Suche. Der Grund, warum ich schon tausende Kilometer weit weggereist bin, aber auch der Grund, warum ich jedes Mal zurückkam. Ich suche nach einem Leben, das zu mir passt und in dem ich die besten Voraussetzungen habe, um glücklich zu sein. Ich war in den letzten Jahren immer mal wieder nah dran. Und ich meine, darum geht es ja auch, eben so nah wie möglich daran zu kommen, an dieses Glück und diese Freiheit. Aber desto näher ich rankam, umso einsamer habe ich mich auch gefühlt, bis ich beschlossen habe, darüber im Internet zu sprechen und fremde Menschen geantwortet haben. Ja, ich schicke dir mal meine Anmerkungen, meine Gedanken als Sprachnachricht. Ich habe keine Ahnung, wie lang das wird. Hey, liebe Jana, freut mich voll, dass ich irgendwie meine Gedanken mitteilen kann. Hallo. Ich habe mir gerade ein neues YouTube-Video angeschaut, oder das du zumindest die Story gepostet hast. Wenn du irgendwie mehr zu suchen gleich bist. Ja, voll nice. Danke fürs Teilen deiner Struggles. Ich habe so viele E-Mails und Nachrichten bekommen und sie alle ausgedruckt, bis ich nicht mehr hinterherkam. Ich habe mir schon oft gewünscht, viele verschiedene Leben haben zu können, um alles Mögliche auszuprobieren. Und in den letzten Tagen hatte ich sogar ein bisschen die Gelegenheit dazu. Ich habe von Menschen in den unterschiedlichsten Lebensrealitäten Rückmeldungen bekommen und durfte lesen, was sie vom Leben gelernt haben. Alte Menschen, junge Menschen, Menschen aus der Stadt, Einsiedler aus dem Wald, ein Mädchen, das in einem Zelt wohnt. Menschen, die alles verloren haben und welche, die alles bekommen haben. Für mich ein großes Geschenk und der Anlass, meinen Job als YouTuberin mal etwas ernster zu nehmen. Ich war so irritiert von diesem Karton vorhin. Ich konnte das Paket überhaupt nicht zuordnen, aber dann ist mir wieder eingefallen, ein Meilenstein. Ich habe jetzt meinen eigenen Audiorekorder und ich nutze eigentlich diesen Rekorder schon seit einem Jahr oder 1,5. Also das ist fürs Mikrofon zum Anschließen. Aber ich hatte gar keinen eigenen. Das war quasi eine Dauerleihgabe von der Person, die mir quasi seit einem Jahr durchgehend ihr Gerät geliehen hat. Oh, das babbt echt ziemlich. Ja, das war ein ganz schöner Schnapper auf Kleinanzeigen, weil in der Beschreibung stand, dass das Gehäuse babbt. Und das babbt wirklich. Test. Mensch, da verfällt man direkt in so eine Geschichtenerzählerstimmung. Da fällt mir ein, ich habe noch gar nicht erzählt, wie überhaupt dieser Gedankenprozess losging, den ich im letzten Video angesprochen hatte. Das hatte nämlich einen Auslöser. Ich bin mal wieder mit meinem Audi losgezogen. Ich habe einfach alles ins Auto geschmissen und bin erstmal los. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig man wirklich braucht. Und obwohl mir auch immer wieder Dinge eingefallen sind, die ich vergessen habe, ist es trotzdem so befreiend, so wenig dabei zu haben. Mein 5-Minuten-Camper-Ausbau, hier ist mein Essen drin, da meine Klamotten, hier ist mein Bett, hier ist noch mehr Essen, hier liegt ein Stuhl, da hinten ist meine Kochbox. Ja, das war's. Wenn das mal nicht Kochen mit Aussicht ist. Das Einzige, was ich fürs Autocamping brauche, ist eine Matratze, eine Bettdecke, ein Kissen und ein Gaskocher. Mein Guilty Pleasure ist auf jeden Fall Unordnung. Ich liebe das, wenn meine Sachen einfach überall sind. Das geht natürlich mit dieser Art von Camping wirklich besonders gut. Ich habe seit einiger Zeit den mobilen Gaskocher von Boxio. Einige haben den auch schon in vergangenen Videos entdeckt und nachgefragt. Daher heute ein paar Worte dazu. Ich habe 2 Sachen vergessen. Feuerzeug und ein Geschirrtuch. Deswegen muss ich jetzt hier mein Oberteil benutzen. Oh Mann. Ich habe ja im Haus einen sehr hochwertigen Gasherd und daher habe ich wirklich sehr, sehr hohe Ansprüche an einen Gaskocher. Und ich muss wirklich sagen, dass der von Boxio sehr hochwertig ist und auch ganz schön Gas gibt. Der hat nämlich, also wortwörtlich, der hat nämlich 1500 Watt. In der Kiste ist auch ein bisschen Stauraum, das ist auch super, weil ich eh wenig Platz habe. Ich verwende den auch im Haus, wenn ich draußen was kochen will. Praktisch ist natürlich auch der integrierte Windschutz. Und das Eurobox-Format, dadurch ist es gut kombinierbar und stapelbar mit anderen Boxio-Produkten oder generell, wenn du eh schon Euroboxen hast. Wenn ich eh schon so gut wie nichts dabei habe bei so einem Trip, ist für mich ein guter Kocher wirklich absoluter Luxus und auch ein Muss. Und mit meinem Rabattcode kannst du 10% sparen bei Boxio. Schau dafür gern in die Infobox. Oh Mann, ich wollte früher immer ein Hängebauchschwein haben. Das
sind wir so süß. Da ist noch eins. Juhu. Ich bin zu einem Vanlife-Treffen gefahren, um dort noch 16 andere Frauen auf einem Campingplatz zu treffen. Ich kannte die anderen alle nicht und mich da anzumelden war ein bisschen Überwindung, weil ich mir dann auch gerne Ausreden suche, um eben nicht in die Situation zu kommen, mich mit fremden Leuten zu treffen. Wenn ich mir die Videos anschaue, merke ich, wie ambivalent diese Tage waren. Man sieht hier ein schönes Wochenende und das war es auf der einen Seite auch. Ich habe echt auch ein paar tolle Kontakte geschlossen. Aber ich bin irgendwie nicht so richtig dort angekommen. Vielleicht auch, weil es so kurz war. Und ich habe halt irgendwie wirklich gemerkt, wie unzufrieden ich auch so in den letzten Wochen war. Das hier ist mein absoluter Lieblingstee aktuell. Es ist interessant, weil es ist ja eigentlich eine Situation, in der man so zur Ruhe kommen soll. Also ich habe ein Wochenende frei, jetzt kann ich hier irgendwie nette Aktivitäten machen, aber ich merke, dass ich innerlich voll unruhig bin. Irgendwie fällt es mir gerade ein bisschen schwer, mich darauf einzulassen. Auf dem Heimweg bin ich dann noch bei meiner alten Studienstadt vorbeigefahren. Ich habe mich in das Café gesetzt, in dem ich schon damals gern saß und einfach die Leute beobachtet und an die Zeit damals gedacht. Rückblickend war meine Studienzeit wirklich die beste Zeit in meinem Leben und ich versuche gerade so ein bisschen nachzurekonstruieren, warum das so war. Ich habe Ton gekauft, natürlich direkt 10 Kilo, weil ich kann nicht klein anfangen. Also was ich aus der Grundschule noch weiß, ist, dass man den Ton schlagen muss, um die Luft rauszubringen oder so. Ich war ein bisschen wehleidig, als ich an der Kunstuni war, weil das für mich wirklich so eine schöne Zeit war, wo wirklich so jeder Lebensbereich irgendwie gepasst hat. Also ich habe studiert, da war ich kreativ gefordert, ich hatte 2 Jobs und ich habe mich in dieser Zeit wirklich so frei gefühlt, obwohl ich so viele Termine hatte. Es klingt wahrscheinlich etwas verwirrend, dass ich noch im letzten Video erzähle, ich fühle mich überfordert und jetzt erzähle ich bin unausgelastet. Und was hat das jetzt wiederum mit Freiheit zu tun? Ich habe gemerkt, ich fühle mich nicht unbedingt frei, wenn ich alle Freiheiten dieser Welt habe, dann fühle ich mich eher verloren. Ich fühle mich frei, wenn alle meine Grundbedürfnisse gedeckt sind, ein gutes soziales Umfeld, ein Job, der zu meinen Fähigkeiten passt und in dem ich mich gebraucht und irgendwie relevant fühle. Naja, und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ich meine, wer braucht schon die 100.000. YouTuberin? Ich glaube, das ist das, was mich auch etwas unzufrieden an meinem Job macht, dass es einfach auch keinen stören würde, wenn ich nie damit angefangen hätte. Ja, ich habe schon ein bisschen bereut, dass ich jetzt hier das gefilmt habe, weil ich mir dachte, na toll, das sieht jetzt natürlich noch nicht so prächtig aus, was ich hier produziert habe. Also es sind halt jetzt auch meine ersten Tassenversuche hier. Ich habe 2 verschiedene Techniken ausprobiert. Hier habe ich das so aus so einer Kugel ausgeknetet. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen, sagt mir auch nicht zu, wie die aussieht. Das hat besser funktioniert. Ist jetzt natürlich auch nicht perfekt, also beide Tassen sind natürlich gar nicht perfekt. Aber ich bin ganz gut ins Machen gekommen. Also ich habe ja 2 Tassen produziert, das ist schon mal die Hauptsache. Also ein bisschen stolz bin ich aber trotzdem. Also ich meine, es sieht schon aus wie 2 Tassen. Eindeutig. Guten Morgen, es ist super heiß heute und es steht mega viel an. Hier im Gewächshaus ist wirklich auch leider einiges an Tomatenblüten verbrannt irgendwie, weil es einfach wirklich so warm war die Tage. Wobei es aber nicht durchweg sonnig war, weswegen tatsächlich der Akku fast leer ist. Hier gibt es ja keinen Landstrom, deswegen nur Solar und auf dem Dach sind wirklich nur 200 Watt, das ist natürlich auch super wenig. Aber ich habe hier noch so ein faltbares Panel mit 400 Watt und das lädt jetzt hier gerade den Kühlschrank. Ich muss sagen, die Rückspiegelmonde sind leider das Produkt aus dem Shop, was ich am wenigsten gerne mache. Also die Ohrringe beispielsweise sind ja viel filigraner und trotzdem, ich weiß nicht, was das an den Monden ist. Also ich mag total, wenn die fertig sind. Ich finde das Produkt schön, aber
irgendwas daran zu machen, gefällt mir nicht. Also es sieht halt mega schön aus. Und die Sonne bricht halt quasi dieses Licht und dann hat man so Regenbögen. Die Lieferung ist gekommen. Tada! Hier ist Holz. Hier ist Holz. Und hier ist Holz. Ein Teil des Holzes kam auch schon letzte Woche. Insgesamt sind es sicherlich 8 Kubikmeter. Also das hier muss auch eigentlich noch weg und kann nicht hier bleiben, aber keine Ahnung wohin. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mit diesem Holz passieren soll. Das ist nicht fürs Haus, das ist für ein anderes Projekt. Und Stand jetzt werde ich das tatsächlich gar nicht für YouTube mitfilmen. Hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, das jetzt erstmal nicht zu zeigen. Aber ich hatte da auch so eine Erkenntnis, was jetzt auch meinen YouTube-Kanal angeht. Ich hatte nämlich eine Unterhaltung mit einer Person, da ging es um die Treppe im Tiny House. Ich habe vor 2 Videos gezeigt, dass da die Treppe fertig ist. Und ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich den Bauprozess nicht mitgefilmt habe und war so, boah, voll doof. Jetzt habe ich nur so das Endergebnis gezeigt und die Leute werden voll enttäuscht sein, keine Ahnung. Und dann meinte die Person zu mir, ich glaube nicht, dass die Leute deinen Kanal abonniert haben, weil sie sehen wollen, wie eine Treppe gebaut wird. Ich glaube, die Leute haben deinen Kanal abonniert, weil sie einfach Menschen sehen wollen, die mutig sind und die eben wie Dinge vielleicht ein bisschen anders machen. Und da habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, ja stimmt, und habe gemerkt, dass ich da irgendwie auch zu sehr so manchmal in so Kategorien denke. Ich dachte halt so, boah, jetzt habe ich so lange keine Tiny House Videos mehr gemacht. Die Leute wollen jetzt das Tiny House wieder sehen. Weil die haben mich ja wegen dem Tiny House abonniert. Eigentlich will ich halt vor allem wirklich so Geschichten irgendwie erzählen. Ich glaube, das ist auch meine Stärke, habe ich jetzt auch gemerkt wieder mit dem letzten Video, dass das vielleicht wirklich so meine Stärke ist. Und genau da wäre auch für mich so ein bisschen der Aspekt erfüllt, halt Leuten zu helfen irgendwie, weil ich wirklich gemerkt habe, dass das was ist, was mir irgendwie fehlt in meinem Arbeitsalltag. Irgendwie das Gefühl, ich sende da irgendwas raus in die Welt, was eigentlich komplett irrelevant ist. Also guck mal, wir haben jetzt hier eine neue Treppe. Ja, schön. Andere Häuser haben auch Treppen. Da habe ich jetzt wirklich für mich ein Potenzial erkannt, wo es auch mit meinem Kanal mehr hingehen kann. Es wird sich nicht immer ergeben. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das umsetzen möchte, aber ich möchte Menschen mehr zeigen. Das ist, glaube ich, eine schöne Challenge für mich und auch was mich sehr erfüllen könnte. Irgendwie so ein bisschen mehr durch die Linse zu brechen und in Interaktion zu treten mit all den Geschichten, die da draußen sind. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also ich hoffe es.